liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video, dass man mich mit außergewöhnlichen Objektiven relativ leicht an den Angelhaken kriegt. Ne? Das ist ein offenes Geheimnis. Und ich stöber dann natürlich auch mal wieder und da bin ich dann beim Stöbern auf die Firma Light Lens Lab aus China gestoßen. Ja. Die sind zuerst dadurch aufgefallen, dass sie Leica-Objektive nachgebaut haben. Vor allen Dingen solche, die zu lächerlichen Preisen, also lächerlich absurd hohen Preisen verkauft werden, wie zum Beispiel das 8-Element 35 mm Summicron oder das noch viel teure Elcan-Objektiv für die amerikanische Armee, die wirklich absurde Preise erzielen. Und die wurden dann repliziert, nachgefertigt mit sehr originalen Gläsern und mit einer Qualität. Und dann hat es dann Tests gegeben, da waren dann die Fotos vom Original oder mit dem Original gemacht und mit dem Light Lens Lab Objektiv nicht voneinander zu unterscheiden. Und wenn, dann nur in Nuancen, die zu vernachlässigen waren. Und die hat man dann verkauft für anfangs, glaube ich, $400, $500, später für 1000. Also weit unter den Preisen, die für die Originale aufgerufen werden. Und das hat natürlich dann schon für Aufsehen gesorgt, gerade weil die Qualität ganz herausragend war. Ja, mich haben sie dann gekriegt mit einem Objektiv, das noch viel absurdere Preise aufruft und das eigentlich in einem ganz anderen Bereich zu Hause ist, nämlich das sogenannte Cooke Speed Panchro. Ein Filmobjektiv für 35 mm Kinefilm, mit dem solche Filmklassiker wie Casablanca, The Sound of Music, Green Room, Carol oder To Rome with Love gefilmt worden sind. Und das auch heute super begehrt ist wegen seinem besonderen Cook-Look. Als ich dieses Video geschnitten habe, da überschnitt sich die Vorstellung des Speed Panchro von Light Lens Lab mit der Neuigkeit, dass gerade von Cooke die SP3, also quasi die Nachfolgergeneration, an den Start gebracht worden ist. Und das sehen wir hier gerade auf der Webseite von Petapixel. Und ich kann jeden nur einladen, dann mal auf die Seite von Cooke zu gehen. Da wird nämlich dann sehr ausführlich über den Cooke-Look gesprochen und das, was diese Objektive so einzigartig macht und wo die überall eingesetzt worden sind. Da gibt es wirklich ein breites Portfolio von Filmen, die mit diesen Linsen produziert worden sind. Also geht mal auf die Seite von Cooke. Ich stelle den Link unten in die Shownotes rein und dann seht ihr, wofür diese Linsen so berühmt und bekannt sind. Und als kleinen Hinweis, damit man das so in Relation mal setzen kann, also ein einzelnes Objektiv fängt hier bei 4.500 € an. Der ganze Koffer mit 5 Optiken liegt bei $21.375, was wirklich schon günstig ist. Und wenn man mal bei eBay schaut, vom 50er habe ich nur ein einziges Exemplar gefunden. Das wäre quasi das Original von dem Objektiv, was ich hier heute vorstelle. Ja, das ist weit ab, selbst wenn man den Look mag, weit ab von dem, was sich ein Normalsterblicher leisten können, wollen, sollen, würde. Jedenfalls außerhalb meines Budgets. Und als ich dann mitbekommen habe, dass Light Lens Lab eben dieses Speed Panchro Objektiv in altbekannter Weise reinitialisiert und nachgebaut hat und das für unter 1.000 € verkauft, da bin ich wirklich hellhörig geworden und habe denen so ein bisschen die Bude eingerannt, weil ich unbedingt meine Finger an so ein Objektiv kriegen wollte. Und da es das Video gibt, habe ich das geschafft. Ich besitze also jetzt mittlerweile eins der doch recht stark limitierten und in Kleinserie gefertigten Cooke Speed Panchro Nachbauobjektiven namens Speed Panchro 2 von Light Lens Lab. Ja,
Was soll ich sagen? Seitdem das Objektiv hier angekommen ist, hat es meine M3 nicht, es hat ihn nur verlassen, um an andere Kameras montiert zu werden. Und es ist an eine Menge Kameras montiert worden, aber hier fühlt es sich ganz besonders wohl. Und ich habe mit dem Ding schon richtig viel fotografiert, unter anderem auch ja, ganz reguläre Einsätze, dazu aber später. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist ein Objektiv, was mich von seinem Look her total glücklich macht. Das heißt aber auch, da müssen wir auch gar nicht drum herum reden, es ist kein Objektiv für jedermann, denn wie viele von den klassischen Objektiven, also die Rechnung stammt immerhin aus den 20er, 30er Jahren, damals von Hobson und Taylor Serie 0, das war im Prinzip die erste Version dieser Rechnung. Das ist halt kein moderner Look. Also das, aber es ist der Cook-Look und das kann das Ding tatsächlich. Das Ganze ist ein Doppelgauss-Objektiv im Prinzip. Ich blende hier mal die schematische Zeichnung ein. Und wenn man sich das anguckt, dann kommt einem das doch irgendwie bekannt vor. Ja, denn das Carl Zeiss Biotar, hier die Schematik davon, das sieht doch sehr, sehr ähnlich aus von der Rechnung, von der Konstruktion. Nichtsdestotrotz ist das optische Ergebnis des Speed Punkro 2 oder auch des Original Speed Punkros eher mit dem Primoplan von Meyer Optik Görlitz zu vergleichen, das wiederum auf dem Cooke Triplet, also kein Doppelgauss-Objektiv, ist basiert. Ja, das ist also so wenig ist nachher die Rechnung für das Bildergebnis wirklich zuständig oder beziehungsweise so unterschiedlich können verschiedene Rechnungen dann vom Bildergebnis sein oder eben so nah beieinander. Denn das Biotar und das Primoplan, die unterscheiden sich ja doch durchaus schon ein bisschen. Hier mal zwei Bilder, einmal aufgenommen mit dem Primoplan und einmal aufgenommen mit dem Speed Punkro 2. Und man sieht schon, von der Grundcharakteristik, vom Farbrendering her sind die sehr nah beieinander. Was das Speed Punkro 2 auszeichnet, ist, dass es noch schärfer ist als das Primoplan. Gut, das Primoplan ist 1.9, das ist 2.0, aber das kann den Käse ja nun nicht fett machen. Das Speed Punkro ist schon ja, nicht schlecht, was die Schärfeleistung angeht. Und es hat trotzdem ein bisschen Seifenblasenbouquet und es hat trotzdem Schmelzenunschärfen und es hat einen wunderbaren, ganz dezenten Glow um die Highlights. Und wenn man sowas mag, ja, dann ist dieses Objektiv definitiv ein Kandidat für, ich will nicht sagen feuchte Träume, aber irgend sowas in der Richtung. Bei mir ist es jedenfalls so gewesen, also ich habe Bilder, Beispiele gesehen, Ted Forbes hat das mal in einem Video vorgestellt und in der Zwischenzeit gab es eine ganze Menge andere Videos dazu und da war es um mich einfach geschehen und ich war in letzter Instanz irgendwie schockverliebt in die Ergebnisse von diesem Objektiv. Auch da wieder vollkommen klar, das muss nicht jeder haben, das muss nicht jeder gut finden, aber es füttert halt genau meine Art von Bildergebnis, die ich mag und die ich liebe und ich mag das schon so ein bisschen vintage und klassisch und das finde ich schon sehr, sehr großartig und da passt es halt genau ins Beuteschema. Das Objektiv kostet immer noch unter 1000 Euro und es ist wahnsinnig gut verarbeitet. Es ist für Leica M mit Messsucherkupplung erhältlich und es verhält sich auf Film als auch auf digital ganz großartig. Hier mal ein Beispiel mit der Fuji fotografiert und in derselben Session hier mit der Leica M3. Die Charakteristik des Objektivs kommt, denke ich, in beiden Bildern gut durch. Gucken wir uns mal ganz kurz das Objektiv in seiner ganzen Glorie an, um so ein bisschen über die Verarbeitung und die Machart zu erfahren. Es hat einen
wunderschön gestalteten Korpus, einen sehr weichlaufenden Fokus, wobei ich finde, dass der bei kleinen Bewegungen so ein bisschen störrisch ist. Man hat mal so einen kleinen Anfangswiderstand, bevor es dann losläuft, aber wenn es an der Kamera ist, lässt sich das doch recht gut handhaben. Es geht ja nicht um Hundertstel Millimeter, die ich da einstellen muss. Die Blende ist hier vorne, die ist ganz fein klickend aufgelöst, also sie ist nicht klicklos, aber die Klicks sind so, ich will nicht sagen unterschwellig, aber die sind so gedämpft, dass man zwar wahrnimmt, dass da Klicks sind, aber es ist kein Rütteln, was dadurch entsteht. Also selbst zum Videofilm dürfte das gut geeignet sein. Dazu gibt es auch noch diese wunderbar klassische Kapuze, wie der Japaner in den eBay-Anzeigen immer sagt, Objektiv mit Kapuze. Auch aus Metall, allerdings aus Aluminium und relativ weich. Ich habe das also tatsächlich auch geschafft. Man sieht, das ist nicht mehr ganz rund. Das Ding beim Anstoßen an eine Tischkante war es, glaube ich, ganz gehörig zu verbiegen. Musste ich dann wieder gerade ziehen, so gut es eben ging. Aber da das Ding relativ flairempfindlich ist, empfiehlt sich die Verwendung einer Kapuze da durchaus. Etwas, was faszinierend ist, ich hoffe, das sieht man hier im Video, in das Objektiv ist noch erstmal gleich ein Skylight-Filter, ein IR-Filter fest eingebaut. Also den kann ich rausschrauben, aber der ist tatsächlich wie eine normale Linse mit so einem Schraubring in das Objektiv eingebaut. Ich kann ihn rausnehmen, wenn ich das denn möchte, aber es macht definitiv Sinn, den drin zu lassen. Ansonsten gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abgerundete Blendenlamellen, sodass man auch wunderschön runde Bokeh-Balls erwarten kann. Und die sind zudem auch noch ein bisschen seifenblasenartig, also sehr nah wirklich am Primoplan. Ja, das Objektiv ist für einen 50 mm relativ groß. Es gibt hier unten die wunderbaren Fokus-Tabs, ganz klassisch wie beim Original. Ich kann die aber austauschen, auch das ist im Paket drin, gegen einen einzelnen Stift. Also wem diese beiden Beinchen hier zu viel sind, der kann da wechseln. Das Schöne an diesen Beinchen ist, und dann nehme ich die Kamera nochmal mit rüber, wenn ich das Objektiv montiere und die unten gerade rausstehen lasse, dann sind das hervorragende Stützen, denn ansonsten wäre das Objektiv ein bisschen frontlastig. Wenn ich es also hier hochdrehe, dann kippt die Kamera schon mal leicht nach vorne. Da ich diese Beinchen hier dran habe, funktioniert das dann ganz hervorragend und die steht wie eine 1. Die Gegenlichtblende, die wird aufgesteckt und dann mit einer Rändelschraube festgeschraubt. Das ist halt dem klassischen Vorbild nachempfunden. Nicht ganz so einfach, wie das heute bei modernen Linsen ist, aber man macht es ja nur auch nicht ständig drauf und ab. Und vielleicht hilft diese Rändelschraube dann auch dazu, dass die Sonnenblende tatsächlich auf dem Objektiv braucht. Ein bisschen schade ist, dass die eigentliche Blendenmarkierung, die sich hier drunter befindet, in Form eines roten Punktes verdeckt wird von der Gegenlichtblende. Aber die hat hier eine Schraube an einer Stelle und je nachdem, wie ich das hier draufsetze, kann ich das so einstellen, dass meine Schraube dann quasi diesen Punkt ersetzt und dann habe ich den als Referenz und sehe, welche Blende ich eingestellt habe. Das funktioniert eigentlich ganz gut und zuverlässig. Das Objektiv ist also extrem hochwertig verarbeitet. Die Gläser sind so nah am Original, wie man überhaupt das realisieren kann. Und es werden tatsächlich da in der Produktion auch Lanterngläser zum Beispiel verwendet, wo das im Original eben auch so war. Und ich habe keine Ahnung, wo man die hergekriegt hat. Aber nichtsdestotrotz, das Ding ist beeindruckend von seiner optischen Leistung, gerechnet daran, dass es ein
Nachbau eines Vintage-Objektives ist. Jetzt habe ich ja kein Cooke Speed Panchro Original, mit dem ich das jetzt 1:1 vergleichen könnte, aber da man es ja geschafft hat, bei den Leica-Objektiven, die man nachgebaut hat, wirklich bei 1:0,99 rauszukommen, gehe ich einfach davon aus, dass man sich hier keine Blöße gibt und das in einem ähnlichen Level gehalten hat. Dazu müsste man jetzt entweder einen Vergleich mit einem Original Speed Panchro machen oder man müsste Filmszenen nachschießen. Kann ich beides nicht. Ich kann euch aber meine Beispielbilder zeigen und wie gesagt, die sind für mich genau da, wo ich sie haben will und von so her muss ich wirklich sagen, dass das für mich ganz gehörig ein Traumobjektiv ist. Also eins, was ich wirklich unheimlich als Gnade empfinde, dass ich das habe und dass ich damit fotografieren darf und dass dieser Effekt in meinen Bildern zu sehen ist. Ja, ist genau my cup of tea. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Was macht die Charakteristik von diesem Objektiv aus? Also zum einen haben wir ganz, ganz fein gezeichnete Spitzlichter, Highlights, die alle einen sehr dezenten Glow haben, ein sehr dezentes Blooming. Ich habe eine wunderbare Tiefenstaffelung, ich habe einen sehr eleganten Übergang von Schärfen zu Unschärfen. Ich habe im Bokeh noch diese dezenten, nicht wie beim Trioplan, aber sehr dezenten Seifenblasen, Bokeh Balls, sehr runde Bokeh Balls überhaupt im gesamten Spektrum. Ich habe eine sehr hohe Mittenschärfe, sehr lebendige Kontraste schon bei Offenblende. Ja, das Objektiv ist gegenlichtempfindlich, also von so her mit entsprechender Kapuze zu betreiben. Es hat, finde ich, ein unheimlich organisches, warmes Farbrendering, das Bildern immer so was Elegantes, Klassisches mit auf den Weg gibt. Nie übertrieben wirkt, aber auch nicht blass und kraftlos. Und ich finde, es hat eine sehr schöne Balance zwischen Präsenz und Eleganz in der Wiedergabe aller Bilddetails und vor allen Dingen in der Trennung zwischen Subjekt und Hintergrund. Und das kann man relativ leicht ohne große Übungskurve einsetzen, weil es das Objektiv einem sehr einfach macht, diesen Charme mit ins Bild zu kriegen. Und ich brauche es eigentlich nur irgendwo drauf zu halten und die Bilder kriegen immer was cineastisch, was Besonderes mit auf den Weg. Es wird von Light Lens Lab in der Zukunft noch einiges Aufsehenerregendes weiteres geben und vielleicht reicht euch dieses Video, um das Ganze mal ein bisschen weiter zu beobachten. Man baut zum Beispiel jetzt gerade das originale Noctilux nach von Leica 1.2 war das, glaube ich, also nicht das 0,95er. Und auch da wird man wieder auf Tuchfüllung als Original rankommen. Vom Speed Panchro ist auch die 75 mm Variante in Vorbereitung, die kommt demnächst. Scharre ich schon mit den Hufen. Also ja, finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde das toll, wenn Leute solche Projekte angehen und das dann in so einer Perfektion rausbringen. Natürlich ist das so ein bisschen, hat so einen Plagiatsbeigeschmack, das will ich gar nicht verschweigen, aber es ist ja nicht so, dass man sich da ja im Sinne von Fälschung bedient, sondern man nutzt Linsen, deren Patente ausgelaufen sind und die man normalerweise dann eben nicht erwerben könnte. Allein schon dafür gebührt eigentlich so ein bisschen Dank und ja, ich würde mir kein Elkan für 8, 9, 15.000 Euro kaufen,
Und wenn ich das aber für einen Tausender kriegen kann, dann überlege ich mir das vielleicht, ob das vielleicht ein geiles 50 mm ist, was ich verwenden könnte. Und ähnlich mit dem Summicon 35 oder dem kommenden Noctilux. Ich finde das großartig, ich finde das eine tolle Alternative. Und alles, was das Spielfeld bereichert, finde ich sowieso immer sehr, sehr empfehlenswert. Ich schließe dieses Video mit einer gehörigen Portion Begeisterung, die ich für dieses Objektiv empfinde. Es sieht meines Erachtens auch wahnsinnig gut aus an der M3. Es macht mir wahnsinnig Spaß und vielleicht triggert den einen oder anderen dieser Test ja auch, sich das Ding mal genauer anzugucken. Dann wünsche ich euch dabei, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.